Morgen! Ja, heute habe ich Lust, auch wieder was Neues zu machen und dafür habe ich jetzt hier diese Masse mir angerührt. Aber die wird jetzt schon ganz schön fest hier, ich war schon so vertieft in mein Tun, dass die hier schon die ganze Zeit stand und dann musste ich doch noch wieder irgendwas aufbauen. Aber jetzt verdünne ich sie mir hier einfach noch und hoffe, dass ich die jetzt auch gut benutzen kann, aber es sieht gut aus. Ich habe auch keinen Spachtel genommen, weil ich den hier schon für die weiße Masse angemischt habe. Und jetzt nehme ich hier einfach den Teigschaber. Das ist doch gut. Den hast du bestimmt auch zu Hause und dann kannst du damit auch direkt starten. Alles zur Seite stellen, weil das stört sonst auch. Und dann kannst du nicht so gut über den Rand arbeiten. Also immer alles schön wegpacken und jetzt hier die schöne grüne Masse auf der Leinwand verteilen. Ich hatte ganz spontan diesen Impuls und wollte eigentlich was anderes machen. Und dann war das so da und dieses Grün und diese Masse, das ist wie so ein Moosbett, wo man so barfuß drüber gehen kann. Ja, das inspiriert mich einfach gerade. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich gerade diese Insektenschalen gemacht habe mit Moos. Jetzt gucken wir uns das hier mal an. Du siehst hier richtig schön diese erhabenen Stellen und die kannst du so modellieren auf der Fläche. Es macht total viel Spaß. Jetzt nehmen wir noch die weiße Masse. Die bringt auch noch mal so Klarheit und schafft so Raum zum Atmen und ja, lässt dann das Moos auch noch tiefer wirken, finde ich. Aber jetzt nehmen wir mal das Palettenmesser und verstreichen das hier mal schön zusammen und verbinden die Farben richtig gut miteinander. Und du siehst, es entstehen jetzt auch schon wieder neue Farbtöne. Ja, jetzt höre ich auch auf zu denken. Das ist immer so der Moment, wo man so schön abtauchen kann, gerade bei diesen Spachtelarbeiten. Da fängt einfach dieses Gespräch mit dem Material an. Also nicht in Worten, sondern einfach in Bewegung. Und das ist immer besonders schön, finde ich. Und du kannst natürlich auch wieder Strukturen mit dem Werkzeug erzeugen, je nachdem, was du benutzt. Und ja, hier ist schon so eine schöne Textur. Genau, das lege ich jetzt erstmal zur Seite oder schiebe nochmal den Rest hier runter. Das ist ja schon alles recht verteilt. Und jetzt gebe ich hier nochmal einen schönen Effekt rein. Also das ist, was du immer gut machen kannst, um dann nochmal so eine richtige Tiefe reinzubringen, so ein Relief in die Fläche reinzubringen. Und da reicht so ein kleiner Rest und den kannst du auch immer wieder verwenden. Also da bleibt die Farbe jetzt zwar gerade dran kleben und ich nehme sie hier ab und kann sie woanders wieder raufbringen. Also ich male quasi damit. Aber nachher kann ich die auch einfach wieder abwischen.
Und wenn es irgendwo nicht passt, ziehe ich es hier wieder ein bisschen glatt. Und so kann ich eben auch Textur reinbringen oder auch glatte Flächen verstreichen und gleichzeitig auch hier so wunderschöne Farbeffekte reinbringen. Also das macht Laune und ist ganz einfach. Jetzt für jeden was hier. So lasse ich das jetzt und stelle das mal nach draußen zum Trocknen. Hier ist gerade ein Projekt in Arbeit und das hier liegt hier jetzt und trocknet und ja, die Sonne tut ihr Werk sozusagen. Und dabei kann ich jetzt ganz entspannt oder du auch dich jetzt hinsetzen, dir einen Kaffee kochen, genieße diese Zeit, die Ruhe. Du hast was getan, das kann jetzt so trocknen und dann kann man es noch weiter bemalen. Hier sieht man nochmal wunderschöne Farbverläufe und ja, ich habe das natürlich noch schön weitergemalt und die tollen Struktureffekte nochmal betont und auch wieder ein bisschen was weggenommen. Also das kann man wieder nach Belieben bemalen oder auch so lassen. Und jetzt bist einfach du dran, mach einfach. Wenn du noch wissen willst, wie ich weitergemalt habe, dann kannst du dir das angucken, ohne Werbung, Schritt für Schritt. Schau mal unter das Video. Ja, und dieses hier, das kennst du, hier diese tollen Effekte da drin und das glitzert und funkelt. Das ganze Video ist im Kanal für dich kostenlos, kannst du dir einfach anschauen. Ja, hier habe ich noch ein Projekt, das ist in Arbeit und da freue ich mich schon drauf, wenn ich das weitermale. Und jetzt genieße einfach deine Zeit. Mach einfach und hab einen ganz schönen Sonntag. Manchmal ist gerade das, was man nicht ganz sieht, genau das, was uns dann auch weiter träumen lässt. Und ja, in diesem Video habe ich dir den kompletten Strukturaufbau gezeigt, also mich voll darauf konzentriert, dir diese ganzen Schritte zu zeigen. Und ich finde, das hat immer auch etwas ganz Meditatives und sehr Inspirierendes. Und für mich ist es eben immer diese Reise in die Natur und dann auch gleichzeitig zu mir selbst zu kommen, in die Ruhe zu kommen und wieder aufzutanken, so wie so ein Waldspaziergang. Du findest das ganze Video ohne Werbung mit dem Link unter dem Video hier. Guck mal in die Kommentare. Das ist jetzt auf meiner Webseite. Also schau da mal rein. Also Dankeschön für dein Like, vielen, vielen Dank, damit unterstützt du mich und gleichzeitig bekommst du auch wieder neue Videos zu sehen von mir und ich freue mich über unsere Community hier. Ich gebe euch immer noch die Möglichkeit, dass ihr euch hier vernetzt und suche immer auch natürlich nach neuen Möglichkeiten, wie wir uns hier treffen können. Also Dankeschön für deine Wertschätzung, danke für dein Like, danke für deinen Kommentar. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.